Wenn du deine Epic Games, GOG oder Prime Gaming Spiele unter OpenSUSE spielen möchtest und diese am besten auch an einem Fleck sammeln, dann solltest du dir den Heroic Games Launcher anschauen. Hier ist Linux Infinite und ich zeige dir, welche Möglichkeiten es gibt, den Heroic Games Launcher zu installieren, damit du wählen kannst, welche für dich die einfachste ist. Das erste, was wir machen müssen, ist, wir müssen einen Browser nehmen, einen Internet Explorer und auf die Webseite heroicgameslauncher.com. Das ist die Webseite vom Heroic Games Launcher. Hier gibt es einen Punkt Download. Wir klicken aber als erstes auf Dokumentation. Das ist die erste Anlaufstelle, falls ihr bestimmte Probleme habt mit bestimmten Spielen oder mit der Handhabung von der Software Heroic Games Launcher, und diese solltet ihr euch eventuell mal anschauen. Wir gehen aber jetzt zurück, klicken auf Downloads. Hier haben wir jetzt 3 Möglichkeiten, den Heroic Games Launcher herunterzuladen bzw. zu installieren. Das wäre einmal die Flatpak-Version. Das heißt, in diesem Video werden wir auch Flatpak brauchen, aber ich habe ja in einem anderen Video schon gezeigt, wie du mit deiner Linux-Distribution Flatpak installieren kannst. Dann haben wir die App Image. Das ist im Endeffekt ein Launcher, der gepackt in eine Datei das ganze Programm hat und nur noch gestartet werden muss. Hier wird nichts installiert, sondern nur heruntergeladen und gestartet. Dann gibt es noch die andere Möglichkeit, und zwar über ein Package das Ganze zu installieren. Wenn wir hier drauf geklickt haben, dann sehen wir hier Heroic 2.1.19.1, DEB-Datei, Pacman-Datei, App Image ist auch hier drin, RPM, das ist für OpenSUSE und Fedora, DEB ist für Debian, Pacman ist für Arch Linux, DMG ist für Apple, also Mac OS. Wir starten aber als erstes mit der Flatpak-Version. Wir klicken auf diesen Link. Hier sehen wir nun die Heroic-Version auf dem FlatHub. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder wir gehen über unseren Store. Ich nutze hier den GNOME Store, weil auf XFCE kein eigener Store verfügbar ist. Hier gebe ich nun ein Heroic und hier sehen wir auch schon Spiele, Epic Games, GOG und Amazon Spiele. Klicken wir hier drauf. Nun können wir ihn hier im FlatHub aktivieren bzw. installieren. Dann klickt ihr einfach hier drauf und dann wird er schon installiert. Jetzt zeige ich das Ganze nochmal über den Terminal. Wir clearen das Ganze, gehen hier auf den FlatHub, klicken hier auf dieses Icon, diesen Pfeil. Hier sehen wir Flatpak install flathub.com Heroic Games Launcher HGL. Das Ganze kopieren wir uns, gehen in unseren Terminal, drücken STRG Shift und V und schon können wir das Ganze installieren. Jetzt wird uns noch angezeigt, welche Berechtigungen benötigt werden, was genau ausgeführt wird und welche weiteren Abhängigkeiten, um die ihr euch aber nicht kümmern müsst, installiert werden. Wir drücken Yes, bestätigen das Ganze und lassen das Ganze installieren. Nun geben wir unser Root-Passwort ein und lassen weiter installieren. So, die Installation ist nun abgeschlossen. Wenn wir jetzt auch in unseren Shop gehen, dann sehen wir hier bei diesem Knopf, dass das Ganze auch hier installiert ist. Wir können es jetzt nicht mehr installieren, wir könnten es jetzt nur noch deinstallieren. So, und dann gehen wir mal ins Menü und geben ein Heroic und hier haben wir auch schon das Logo und Heroic Games Launcher. Jetzt klicken wir da drauf und schon öffnet sich der Heroic Games Launcher. In diesem Video werde ich nicht auf den Heroic Games Launcher direkt eingehen, sondern einfach nur die Installation, damit ihr schon mal für die nächsten Videos vorbereitet seid. Der nächste Punkt ist die App Image. Diese könnt ihr hier, indem ihr hier draufklickt, herunterladen. Ich habe das Ganze schon gemacht, ich habe sie schon auf dem System, deswegen werde ich die hier nicht runterladen. Und dann gehen wir in unsere Dateiverwaltung und gehen in unseren Ordner auf Downloads oder wohin ihr es halt dementsprechend installiert habt bzw. gedownloadet. Nun sehen wir hier die App Image Heroic 2.19.1. Hier macht ihr einfach nur einen Rechtsklick drauf
Eigenschaften. Hier müsst ihr schauen, wie es bei euch aussieht. Da ich den XFCE habe, muss ich hier unter Zugriffsrechte und dann Datei darf als Programm gestartet werden. Das kann bei euch ein bisschen anders aussehen, je nach Desktop-Umgebung, die ihr bei euch installiert habt. Aber ich denke, ihr werdet es finden. Dann macht ihr ein Häkchen dran, dann schließen wir das Ganze und machen einfach einen Doppelklick. Und schon startet der Heroic Games Launcher mit einer App-Image. Ohne installieren, ohne gar nichts. Und ich gebe noch einen Tipp, falls ihr das Video seht und ihr ein anderes System, zum Beispiel Debian oder Fedora nutzt, da müsst ihr einen kleinen weiteren Schritt machen, da bestimmte Bibliotheken nicht installiert sind. Falls bei euch so ein Fehler auftritt, schaut einfach auf meinem Kanal nach den Videos Heroic Games Launcher Debian oder Fedora. So, nun zeige ich, wie ihr eine App-Image auch im Terminal starten könnt, um zu schauen, ob es bestimmte Fehlermeldungen gibt oder sonst etwas. Wir sehen unser Terminal. Wir gehen in unseren Ordner rein, wo wir die Heroic-Datei haben, geben ein CD, Downloads oder der Pfad, wohin ihr die App-Image installiert habt, drücken Enter, drücken LS. Dann sehen wir hier, die Heroic 2.19.1 ist hier, die App-Image, das ist wichtig. Und dann geben wir ein Punkt, Schrägstrich, Heroic, das macht ihr per Autocompletion einfach fertig und dann drückt ihr Enter. Und schon haben wir hier samt Informationen, was gerade gemacht wird. Jedes Mal, wenn ich irgendwas Bestimmtes mache, wird hier zum Beispiel etwas aktualisiert und ihr seht, ob es irgendwo einen Fehler gibt. So, dann haben wir auch das. Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit übrig, beziehungsweise 2 oder 1,5. Dann sind wir hier an diesem Punkt angekommen und zwar Heroic Pair Package installieren. Wir gehen auf See All, laden uns die RPM runter. Ich werde auch gleich zeigen, also ich muss es hier nicht runterladen, ich habe schon runtergeladen, ihr ladet es dann halt dementsprechend runter. So, schließen wir den Browser und bevor ihr die RPM runterladet, ich zeige euch trotzdem, wie ihr sie installieren könnt, gehen wir in unser Menü, die Yast Software oder Merlin. Eins von beiden, ihr könnt beide benutzen. Wir nutzen jetzt mal Yast Software, geben unser Root-Passwort ein. Das ist unser Paketverwalter, unser grafischer Paketverwalter, geben hier ein Heroic, suchen und hier sehen wir, der Heroic Games Launcher ist unter OpenSUSE. Dieses Vergrößern hier, das ist doch unfassbar. So. Der Heroic Games Launcher ist unter OpenSUSE schon in den Repositories. Ihr könnt jetzt hier einfach auf Übernehmen klicken, wenn ihr hier das Häkchen eingeschaltet habt und ihr seht, es wird automatisch, werden alle Punkte angezeichnet. Das heißt, das Download-Modul für den Heroic Games Launcher von GOG, nativer Launcher, Epic Games, Windows-Integration für den Heroic Games Launcher und der Communication Service für den Heroic Games Launcher. Wird alles automatisch installiert. Ihr müsst nur noch auf Übernehmen drücken. Ich verwerfe das Ganze jetzt aber und zeige, wie das Ganze über den Terminal auch noch läuft. Dort geben wir ein sudo zipper mit ZY install Heroic. Jetzt machen wir ein Minus Games Launcher. Drücken auf Enter, geben unser Root-Passwort ein und jetzt wird das Ganze auch schon heruntergeladen. So, die Installation ist abgeschlossen. Jetzt gehen wir ins Menü, geben ein Heroic und hier haben wir auch schon wieder Heroic Games Launcher als Menü und wir sehen, auch hier funktioniert das Ganze tadellos. So, jetzt habe ich euch die Möglichkeit über das Repository gezeigt. Nun zeige ich euch noch, wie man die Datei noch installiert. Dazu deinstalliere ich jetzt erstmal den Heroic nochmal aus der Repository. Okay, als nächstes muss ich in unseren Download-Ordner und zwar CD, Download, dann ls, um zu sehen, hier Heroic 2.19.1 Linux RPM. Jetzt muss ich nur noch eingeben RPM
rpm Leerstelle minus i und dann einfach den Namen Heroic minus, beziehungsweise auf Groß-Kleinschreibung achten, Heroic und dann mit Autocompletion, also Tab, dann vervollständigen und die Enter-Taste drücken. So, nun sehen wir hier Failed Dependencies ATSPI2 Core is needed by Heroic. So, dann geben wir ein sudo zipper install at-spi2-core yes clear. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. rpm-i. Ach, natürlich, uns fehlt das sudo vorne dran, ist ja klar, da wir ja hier jetzt etwas installieren wollen. So, jetzt wird das Ganze installiert. Man wird jetzt auf dem Display nicht viel sehen. So, das war's auch schon. Jetzt können wir wieder Heroic Games Launcher eingeben. Und dieser startet auch wie gewohnt. Für diejenigen, die sich wundern, warum jetzt nicht mehr abgefragt wird, ob ich, keine Ahnung, irgendwelche Analytics weitersenden will, das liegt einfach daran, egal jetzt welche Installationsart wir nutzen, außer Flatpak, das hat seinen eigenen Ordner. Und zwar, wenn wir in unseren persönlichen Ordner gehen und Config, also .config, falls ihr den nicht sehen könnt, geht einfach auf Ansicht und verborgene Dateien anzeigen. Jetzt sind meine ausgeblendet und jetzt gehe ich auf Ansicht, verborgene Dateien anzeigen. Dann geht ihr auf .config und hier sehen wir einen Ordner Heroic. Wenn wir diesen jetzt löschen, beziehungsweise wir schließen erstmal den Heroic Games Launcher, wir löschen den jetzt und jetzt starte ich nochmal den Heroic. Dann stellt er eine neue Config-Datei und dann muss ich auch wieder das ganze Zeugs hier wegklicken. Wenn ihr zum Beispiel das System wechselt, könnt ihr euch diesen Config-Ordner von Heroic einfach mit auf euer neues System nehmen und ihr habt die Einstellungen, wie ihr es auf eurem jetzigen System habt. Falls ihr also hier was Besonderes eingestellt habt, einfach den Heroic-Ordner mit aufs neue System nehmen und dann passt das. So, das waren alle möglichen Installationsmöglichkeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es hat euch geholfen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da und lasst einen konstruktiven Kommentar da, ob es euch geholfen hat. Wenn nicht, welcher Fehler kam, was für ein Problem hattet ihr. Ich versuche mein Bestes, um euch dort zu unterstützen. Und vergesst ein Abo nicht, falls ihr es nicht schon getan habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.